we enter the first part and there is a little stair going up onto the second level. Wenn man in den ersten Raum hineinkam, dann gab es noch eine kleine Stufe auf die zweite Ebene. And you would have animals on the ground floor where you come in. Unten am Erdgeschoss quasi, da lebten die Tiere. And then, like a meter, 1.5 meters up, you would have the space where the family would live. Und dann ging es nochmal 1 Meter oder 1,5 Meter hoch zu dem Bereich, wo die Familie And for everything you would have one door. Und für alles gab es nur eine einzige Tür. So the family and the animals would go in and out the same door. Das heißt, die Familie und die Tiere, die gingen zur selben Tür ein und aus. So he could actually expect an animal coming out. Konnte also schon eigentlich erwarten, dass ein Tier ihm entgegenkommt. Which would be quite normal. Das wäre ziemlich normal gewesen. We learn in his story that he only had one daughter. Etwas, was wir in seiner Geschichte lesen, ist, dass er nur eine Tochter hatte. So he didn't have a crowd of kids that would come out, certainly. Er hatte also auch nicht eine ganze Kinderschar, die ihm da entgegenkommt. So we can't say, okay, that makes somehow sense. It's weird, but it makes sense. Ich kann es also ein bisschen besser verstehen, wie er gedacht hat. Das ist immer noch seltsam, aber okay, es ist irgendwie auch logisch. And he certainly wouldn't expect his daughter to come out. That's what we see in his reaction later on. Wir sehen an seiner Reaktion, dass er überhaupt nicht erwartet hat, dass seine Tochter ihm entgegenkommt. Now, there is one problem with translation, or one challenge with translation here. Bei der Übersetzung dieses Teils gibt es eine Herausforderung. The Hebrew word which is used for and here, das hebräische Wort, das für und steht hier, das ist grün markiert, can be used in many ways, like many Hebrew words. kann verschiedene Bedeutungen haben. Und das ist so bei vielen hebräischen Wörtern. Sometimes it means and, Manchmal bedeutet das und, sometimes it means or. manchmal bedeutet es auch oder. And you only can define it from the context, what it actually means. Und das kann man nur aus dem Kontext ersehen, was es tatsächlich bedeutet. Unfortunately, we don't know how Jephthah meant it. Leider wissen wir nicht, wie Jephthah es gemeint hat. Did he say and? Hat er gesagt und? So, whatever comes shall be the Lord's, and I will offer it. Was immer da rauskommt, werde ich dem Herrn weihen und ich werde es als Brandopfer darbringen. Or did he say or? Oder hat er gemeint, es soll dem Herrn gehören oder ich werde es als Brandopfer darbringen? Whatever meets me shall be the Lord's, or I will offer it up for a burnt offering. Hat er jetzt eben als oder gemeint? Okay, we don't know. Das wissen wir nicht. Again, quite a few books about that. If you have if you're interested in reading, read them. Darüber wurden auch schon einige Bücher geschrieben und wenn ihr dann interessiert seid, könnt ihr da mehr drüber lesen. The conclusion is we don't really know. Wir kommen wieder zur Schlussfolgerung, dass wir es nicht wirklich wissen. Okay. Now, Jephthah comes home Jephthah kommt nach Hause and his daughter meets him. und seine Tochter begrüßt ihn. And his reaction is rather strange for her. Apparently he tears his clothes and weeps and cries and everything. Natürlich ist ihn erstmal total verwundert, wie er reagiert, dass er seine Kleider zerreißt und weint und so weiter. And then he says, you have brought me very low and you have become the cause of great trouble to me. Und dann sagt er zu seiner Tochter, ach meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich? Yeah. Now, who's the reason for the trouble? He is, not she is. Wer ist denn der Grund für seine Trübsal? So he's trying to kind of avoid to take responsibility actually for what he did. Er will also nicht wirklich die Verantwortung nehmen für das, was er getan hat. So he made a vow to God and he knows he has to stick to it. Er hat Gott gegenüber ein Gelübde abgelegt und er weiß, er muss es erfüllen. What is interesting is that there are ways out of vows in the law. Leviticus says that. Aber es ist interessant, im Gesetz, in 3. Mose wird beschrieben, dass es Möglichkeiten gibt, aus so einem Gelübde auszukommen. So instead of sacrificing a living being, you could also pay for it. It costs more, but you could pay. Statt ein lebendiges Wesen zu opfern, konnte man auch etwas dafür bezahlen. Das kostete ein bisschen mehr, aber das konnte man schon machen. Apparently he doesn't know about this. Scheinbar weiß er das aber nicht. So he has some ideas about God and the law, but it's a bit mixed. Scheinbar hat er manches Wissen über Gott und das Gesetz, aber es ist ziemlich gemischt. The daughter reacts rather amazingly. She says, whatever you promised God, do it.
Es ist erstaunlich, wie die Tochter reagiert. Sie sagt, was immer du Gott versprochen hast, tu es. Because you made a promise to God. Denn du hast es Gott versprochen. And then she explains, give me time with my friends that I can weep for my virginity. Why would she say that? Dann sagt sie, geh hin und lass mir 2 Monate, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine. Okay. Now, why this issue about the virginity? Any ideas? Warum wohl? Warum diese Sache mit der Jungfrauschaft? It has to do with the vow here. We have 2 things in the vow. Es geht ja um 2 Dinge, die es in diesem Gelübde gibt. Shall be the Lord's, and or I will offer it as a burnt offering. Wird dem Herrn gehören und oder ich will es als Brandopfer darbringen. Now, if these are 2 things, so he uses or, Wenn es 2 mögliche Alternativen sind und er also oder meint, then the conclusion would be she belongs to the Lord and he has to bring a sacrifice to God, a burnt offering. 2 separate things. wenn es 2 getrennte Dinge sind, dann hieße das, sie gehört jetzt dem Herrn und er muss auch noch ein Brandopfer bringen. If it's one thing, then she belongs to the Lord and he will offer her as a burnt offering. Now that is weird. Wenn es um dasselbe geht, das wäre echt seltsam, dann hieße dies, sie gehört jetzt dem Herrn und er wird sie als Brandopfer bringen. Now, if she belongs to the Lord, she will not marry, Wenn sie dem Herrn gehört, dann wird sie nicht heiraten, she will not have children, wird sie keine Kinder haben. the family of Jephthah will stop, Und mit Jephthahs Familie damit she's the only child. unterbrochen, er wird, weil sie sein eigenes Kind ist. So the reputation of his family will not be very big, Das heißt, auch seine Familie wird sich keinen großen Namen mehr because haben. it was important that the family would go on at that time. Es war so wichtig damals, dass die Familie weitergeführt wird. And the emphasis that is made on the virginity and that she had never known a man indicates that she was simply dedicated to God as a woman who would pray and serve and things like this. Wie stark hier betont wird, dass sie Jungfrau blieb, das scheint eher in die Richtung zu führen, dass sie wahrscheinlich einfach nicht heiraten durfte, dass sie dem Herrn geweiht war. And that she would be out of the normal position that a daughter is married and has family and everything. Dass sie also nicht das normale Leben führen würde als Tochter, die dann heiratet und Kinder hat und so weiter. Now this life was not easy Das war sicherlich kein leichtes Leben, because it was exceptional. es war ein außergewöhnliches Leben. Usually widows would do that. Üblicherweise haben Witwen sowas And we gemacht. see some even in the New Testament Und das sehen wir sogar im Neuen Testament bei einigen Frauen. that they were dedicated to prayer and serving the poor or helping the poor, but not had their own family. Dass sie dem Gebet hingegeben waren und den Armen zu dienen, dass sie keine eigenen Familien hatten. So from the context down here, my conclusion is that she was probably not sacrificed, but dedicated to God and lived as a, what is that? As a nun, we could say almost. Also von dem Kontext weiter im Kapitel komme ich zu dem Schluss, dass sie wahrscheinlich nicht verbrannt wurde, sondern Gott gegeben wurde, Gott geweiht wurde und sozusagen als Nonne gelebt hat. And that was the end of Jephthah's family. No grandchildren, nothing. Aber damit ist auch Jephthahs Familie zum Ende gekommen. Es gab keine Enkel oder so. Now I know that people interpret this text differently. They say it says and therefore he sacrificed her. Mir ist klar, es gibt auch andere Auslegungen von diesem Text. Leute sagen, da steht und das bedeutet, er muss sie geopfert haben. And that would obviously be, in the setting of Israel, a totally strange and wrong idea. So, Das wäre innerhalb von den Gesetzen Israels wirklich ganz falsch. Aber I cannot rule out this option, but I think it's more likely that she simply was a dedicated single lady from then on. ich kann das auch nicht ganz ausschließen. Ich denke aber, es ist wahrscheinlicher, dass sie einfach Gott geweiht war und von da an unverheiratet blieb. So this is one of my puzzles in the Bible that sits on my shelf, okay? Es gehört aber zu den Puzzlestücken der ungelösten Probleme oder Fragen der Bibel, die ich auf meinem Regal habe. Okay. Last one is the last one? Yeah, Samson. Der letzte ist Simson. Okay.
Now, Samson lived in the South Philistine area. Simson lebte im Süden, nahe den Philistern. It's a very strange mix in that story, mix of tensions. In der Geschichte sehen wir ganz komische Spannungen in der Situation. His parents seem to honor God in a very positive way. Es scheint, dass seine Familie, dass seine Eltern Gott auf eine sehr positive Art ehren. But his concept of God seems to be very strange. Sein Verständnis von Gott scheint aber sehr komisch zu sein. He is demanding of God. Er fordert etwas von Gott. He goes to prostitutes and has a wife where the marriage doesn't work out. Er geht zu Prostituierten. Seine Ehe mit seiner Frau funktioniert nicht. Not because of, well, also because of him, but also because of the family. Sowohl wegen ihm, aber auch wegen seiner Familie. He probably has a temper issue as well. Wahrscheinlich hat er Probleme mit Zornanfällen. He burns down the whole harvest because he's angry. Er verbrennt mal eine ganze Ernte, weil er sauer ist. So it's a very edgy story. It's not nice and smooth. Das ist eine Geschichte mit vielen Ecken und Kanten. Es ist nicht so ruhig. You know, when you read the story of Othniel, it's all nice, working well. In Othniels Geschichte kommt einem alles schön vor. Also alles läuft gut. In Samson, you're here and there, and it doesn't seem to be connected. Bei Simson geht es hin und her. Es ist irgendwie nicht alles so klar verbunden. You even have a part 1 and a part 2 of the story. Es gibt sogar einen Teil 1, Teil 2 der Geschichte. Earlier life, later life. Sein früheres Leben, sein späteres Leben. So it's totally different. Also es ist eine ganz andere Geschichte. Now, the announcing and the calling of Samson is obviously from God. It's an angel of God who comes to the mother of Samson. Die Ernennung, die Ankündigung von Simson als Retter ist ganz klar von Gott. Da kommt ein Engel Gottes und sagt es zu seiner Mutter. So it's very similar to the mother of Samuel and later of John and of Jesus in the New Testament. Ganz ähnlich wie das später bei Samuel sein würde und bei Johannes dem Täufer, Jesus im Neuen Testament. Actually, John it was the father, so sorry. Na gut, bei Johannes war es der Vater. Okay. So that seems to be very positive. Der Teil, also es geht auf jeden Fall sehr positiv los. We have the enemies that are the Philistines. They suffer for 40 years. That's quite long. Die Feinde sind die Philister und sie leiden 40 Jahre unter ihnen. Das ist eine lange Zeitspanne. And Samson is called to be a Nazirite. Simson wird erwählt, ein Nazaräer zu sein. Nazaräer zu sein. It's a person who is dedicated to God from birth. Eine Person, die von Geburt ab Gott geweiht ist. You would not drink alcohol. Die kein Alkohol trinkt. You would, in his case, not cut the hair. Die in seinem Fall das Haar nicht schneidet. Now, not every Nazarite had the same calling, but to be dedicated to God and lead a limited lifestyle, that was normal. Nicht jeder Nazaräer hatte die gleiche Berufung, aber dass man bestimmte Einschränkungen im Leben hatte und Gott geweiht war, das war normal. We know only part of it, what was his calling in that case. Und so erfahren wir nur Teil von seiner Berufung. Now, he wants a Philistine woman, although he knows it's actually wrong. Er möchte eine Philisterfrau, obwohl er eigentlich weiß, dass es falsch ist. And his father tries to get him around, but it doesn't work. Sein Vater versucht ihn davon abzubringen, aber das klappt nicht. He kills a lion with bare hands and makes a riddle out of that whole thing. Er tötet mit seinen bloßen Händen einen Löwen und macht ein Rätsel daraus. And when the guys at the wedding figure out the riddle, he has to keep up his promise and get 30 garments. Und wenn dann als dann die Gäste bei der Hochzeit sein Rätsel lösen und er dann eben 30 Gewänder zahlen muss, he goes and kills 30 Philistines in order to have 30 garments. I mean, that's weird. Bringt er einfach 30 Philister um ihre Gewänder zu haben. Also, das ist seltsam. Then the wife is back in the family and the father gives her to someone else and that angers him. Seine Frau kehrt zu ihrer Familie zurück und ihr Vater gibt sie jemandem anderen und das macht ihn zornig. And for that he burns their whole harvest down. Dafür verbrennt er dann ihre ganze Ernte. And
even those people who protect animals can jump on the bandwagon here because he's using foxes for that. Es kein Problem mit dem Tierschutz geben, weil er dafür Füchse nimmt und sie verbrennt. That was no issue at that time, so Damals war das noch nicht so ein Thema. nobody says anything about that. Da hat niemand ein Problem damit. Eventually, he is bound after several attempts and is put into prison and forced labor. Dann wird er irgendwann ergriffen, überwältigt und er kommt ins Gefängnis und muss. Oh, wait a minute, I was jumping over it. Sorry, that's later. So he is bound and handed over to the Philistines first and kills 1,000 of them. Das passiert aber erst später. Zunächst mal, als sie ihn ergriffen haben und den Philistern übergeben haben, da tötet er 1000 Philister. And then kind of the story ends and later picks up again, or time-wise later. Da kommt die Geschichte zunächst mal zu einem Ende und sie wird dann unterbrochen. He goes to Gaza, which is also down here, and goes to a prostitute named Delilah. Wieder geht er dann nach Gaza, die Stadt liegt da unten, und er geht zu einer Prostituierten, die Delilah hieß. So that's where the famous song is from, Samson and Delilah, whoever knows it. Da gibt es ein großes Lied dazu, Samson und Delilah, vielleicht kennt ihr das. That's old time, what do you call that? Oldie now, huh? Very old. Okay. And then we have a description of his fall and imprisonment eventually. It's a very lengthy story. Und dann lesen wir die Geschichte von seinem Niedergang und seiner Gefangenschaft. And eventually he destroys 3,000 Philistines in the temple of their god, Dagon. Am Ende zerstört er noch 3000 Philister im Tempel ihres Gottes Dagon. And he dies. Und stirbt dabei. So, he doesn't really liberate Israel Also, er befreit Israel nicht wirklich from the Philistines, von den Philistern. but he makes a lot of trouble for the Philistines. Er gibt den Philistern aber ziemlich viele Probleme auf. But in return, probably the Israelites also had trouble because of him. Im Gegenzug mussten die Israeliten wahrscheinlich die Rache der So it's Philister kind of a mixed situation here. fürchten. Also es ist ein bisschen eine vermischte Situation. So he was influencing the whole surrounding for 20 years, Er hat also seine Umgebung 20 Jahre lang beeinflusst. which kind of a messy situation, we would say. Aber insgesamt ein bisschen komische Situation. So he is partly the problem, but he also helps Israel. It's kind of, you never know what's really happening next. Teilweise ist er das Problem, teilweise hilft er Israel auch. Man weiß nie so richtig, was er als nächstes tut. So in general, it's kind of very confusing. Das ist also eine sehr verwirrende Geschichte. And then the story with the judges basically ends here, and we get into a theological evaluation at the end. Damit kommt die Geschichte der Richter eigentlich zum Ende und dann gibt es noch eine theologische Auswertung des Ganzen. And I will repeat that quickly after the break, because I already spoke about that yesterday. Und das werde ich nochmal kurz wiederholen nach der Pause. Das habe ich gestern schon mehr erwähnt. And then we need some more nice stories, so we look into it. Und dann brauchen wir noch schönere Geschichten, also schauen wir uns gut an. Okay? Thank you. Danke, Manuel. Dann ist jetzt Kann ich jetzt nach Hause? Ja, sind wir, oder?